Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für leckere Zwiebel-Pilz-Sandwiches mit Knoblauchsoße und Salat. Dafür bereiten wir als erstes die Soße vor. Das geht ganz einfach. 150 Gramm Creme Fraiche zusammen mit 100 Gramm Joghurt, 1 bis 2 gepressten Knoblauchzehen und einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer in eine kleine Schüssel geben, verrühren und anschließend bis zum Anrichten zur Seite stellen. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Hier habe ich insgesamt 4 kleine bis mittelgroße Zwiebeln verwendet. Die Zwiebeln abziehen und in Streifen schneiden und außerdem noch 500 Gramm braune Champignons putzen und anschließend in Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne oder einen Wok mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Ein kleines Stückchen Butter geben wir auch noch dazu. Dann Zwiebeln und Champignons in die Pfanne geben und für 6 bis 7 Minuten bei mittlerer bis hoher Hitze und gelegentlichem Wenden anbraten. Währenddessen kümmern wir uns noch schnell um die restlichen Zutaten. Als erstes ein Romaner Salatherz putzen bzw. waschen und in Streifen schneiden. Und außerdem setze ich noch eine Pfanne für das Brot auf, ebenfalls etwas Öl in die Pfanne geben und die Brotscheiben jetzt nacheinander kurz auf beiden Seiten etwas kross und goldbraun anrösten. Nebenbei die Pilz-Zwiebelmischung nochmal umrühren und dann sollten die Pilze fertig sein. Zum Schluss noch einen guten Schuss Sojasauce und etwas Barbecue-Soße dazugeben. Einmal umrühren und dann sind wir damit auch schon fertig. Die Pilze vom Herd ziehen, jetzt das Brot noch einmal wenden, auf der anderen Seite zu Ende rösten und danach können wir anrichten, eine geröstete Scheibe Brot mit etwas Knoblauchsoße einstreichen, dann Salat und die Pilz-Zwiebelmischung darauf verteilen, nochmal etwas Soße oben drauf geben, zum Schluss mit gehackter Petersilie garnieren und so könntet ihr es auch schon als belegtes Brot servieren oder aber ihr deckelt das Ganze mit einer zweiten Scheibe Brot und serviert es als Sandwich. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.